Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und packe diesmal keine Lokomotive aus, sondern ein 543 Gramm wiegendes Funkfernsteuerset im H0 Modellbahnmaßstab 1:87. Das Set beinhaltet zwei ferngesteuerte VW-Busse mit integriertem Akku und eine Funkfernsteuerung mit einem Satz Batterien. Ich habe dieses Komboset von Cars und Tamiya als kostenloses Testmuster erhalten und blende deshalb aus medienrechtlichen Gründen oben rechts ein, dass es sich um ein Werbevideo handelt. Darüber hinaus habe ich aber kein weiteres Honorar erhalten und ich stelle dieses Set auch ohne Lobhudelei vor. Zunächst mal kurz ein Blick in die Bedienungsanleitung. Sie wurde auf den Seiten 2 bis 5 mit leicht verständlichen Piktogrammen und Grafiken gestaltet. Die weiteren 18 Seiten enthalten jeweils in einer von 18 Landessprachen diverse Sicherheitshinweise. Dazwischen liegt noch ein Einlegeblatt mit detaillierten Informationen über die Besonderheiten der speziellen Fernbedienung dieses Kombosets mit LC-Display. Sie bietet deutlich mehr Komfort als die normale Carlson-Fernbedienung der 1:87 Modelle ohne Display. Und schließlich gibt es noch ein Hinweisblatt mit der Telefonnummer und Internetadresse der Service-Hotline von Carlson. Nun geht es ans eigentliche Auspacken. Im Bodenfach des Kombosets sind ein Schraubendreher, ein kurzes Verbindungskabel für die Funkeinbindung von Fahrzeugen und 4 AAA-Batterien, die allerdings so gut festgeklebt sind, dass man etwas Gewalt braucht. Jetzt wird die Plexiglasabdeckung heruntergenommen. Hier sieht man, dass wohl die Abdeckung des Schiebeein-Ausschalters der Fernbedienung bei der Fertigung nicht fest genug aufgesetzt wurde. Sie rastet aber gut ein und fällt dann nicht mehr heraus. Als nächstes müssen die Autos heruntergeschraubt werden. Sie sind jeweils mit zwei winzigen Kreuzschlitzschrauben fixiert. Dann muss noch die Fernbedienung abgeschraubt werden. Als nächstes kommen die 4 AAA-Batterien ins Batteriefach. Ich kann übrigens gleich beruhigen. Die Fernbedienung funktioniert auch mit Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Ich habe das wirklich ausprobiert. Kurz zu ein paar Messdaten. Die Fernbedienung wiegt mit Batterien 197 Gramm. Sie liegt mit 137 mm Breite, 128 mm Tiefe und 52 mm Höhe inklusive den Steuerknüppeln ganz ordentlich in den Händen. Oben links ist noch ein Kippschalter zur Aktivierung der Zusatzfunktion der Modelle. Die beiden VW-Bus-Modelle vom Typ T1 mit dem Namen Samba haben jeweils einen Akku an Bord. Sie wiegen dennoch lediglich 15 Gramm. Inklusive Stoßstangen und Frontnummernschild haben sie eine vorbildgetreue Länge von 50 mm gemäß dem H0 Modellbahnmaßstab 1:87. Die maximale Breite inklusive Stoßstangen beträgt 21 mm und die Höhe inklusive Blaulicht ist knapp 24 mm. Jetzt zeige ich mal die beiden Modelle in aller Ruhe aus der Nähe. Als Vorbild diente der fast schon legendäre VW-Transporter T1, der ab 1950 gebaut wurde und als hier zu sehende Luxusbus-Variante mit dem Namen Samba im April 1951 vorgestellt wurde. Er verfügte über 8 Oberlichtfenster und hatte insgesamt 23 Fenster. Bei den von Cars und Tamiya in Szene gesetzten Modellen könnte man meinen, dass sie 25 Fenster haben. Das liegt aber daran, dass die normalerweise zu den Türfenstern gehörenden Ausstellfenster ebenfalls einen dicken Fenstersteg haben.
Mit etwa 1,5 mm Höhe sind die Fensterstege allerdings sehr hoch geraten und beeinträchtigen die Optik der eigentlich ganz netten Modelle leider deutlich. Andererseits sollte man eingestehen, dass es sich um Fernsteuermodelle handelt, die natürlich entsprechend robust ausgeführt werden mussten. Jetzt mal ein Blick auf das Fahrwerk. Hier sieht man das Zahnradsegment für die Lenkung und der Antrieb erfolgt über die Hinterachse. Dazwischen ist auf der rechten Fahrzeugseite eine Ladebuchse für den integrierten Akku. Das zweite Modell ist als Polizeieinsatzfahrzeug in Szene gesetzt worden und unterscheidet sich vom Sanitätsfahrzeug einzig und allein durch die Lackierung und Beschriftung. Prinzipiell ist zwar sehr schade, dass die Fenster der Fahrzeuge schwarz sind, aber gleich gibt es mal einen Blick ins Innere, der fast schon von alleine erklärt, warum das so sein musste. Hierzu muss man mit einem kleinen Schraubendreher hinter dem Ein-Aus-Schalter vorsichtig mit sanfter Gewalt die Karosserie heraushebeln. Dann wird das Chassis nach hinten herausgezogen. Oben ist ein Lithium-Polymer-Akku vom Typ 401515 mit 75 mAh bei 3,7 Volt montiert. Dahinter sitzt ein winziger Lautsprecher. Hier befindet sich der Motor mit Schneckenwelle für die Lenkung. Das ist die Antenne für die 2,4 GHz Funktechnik der Fernsteuerung. Das sind die Kontakte für die Ladebuchse und schließlich zeige ich nun noch kurz den Ein-Aus-Schalter. Jetzt zeige ich mal, wie die Akkus der Autos nachgeladen werden. Hierzu befindet sich in der Fernbedienung neben dem Batteriefach eine Klappe, unter der ein Ladekabel verstaut ist. Leider ist dieses Kabel aber recht kurz geraten. Samt Stecker ragt es lediglich 9 cm heraus. Zum Nachladen wird der Stecker in die Buchse des Autos geschoben, die Fernbedienung umgedreht und der Schalter auf die Position Charge geschoben. Dann piepst es kurz und die LED leuchtet rot für den Ladevorgang. Wenn der Fahrzeugakku komplett leer ist, dauert ein Ladevorgang rund 90 Minuten. Und sobald der Akku vollgeladen ist, wechselt die LED von rot auf blau. Dann den Schiebeschalter auf die Mittelposition, kurz den Ladestecker abziehen und nun kann es losgehen. Zur Inbetriebnahme befindet sich im Fahrzeugboden am hinteren Ende ein kleiner Schiebeschalter. Jetzt leuchten die beiden Hecklampen rot und die beiden Frontscheinwerfer blinken. Dann schalte ich noch das zweite Fahrzeug ein und ab sofort sind nun beide Autos prinzipiell einsatzbereit. Als nächstes schalte ich die Fernsteuerung ein. Im Display sieht man oben die Betriebsspannung. Weil ich mittlerweile Nickel-Metall-Hydrid-Akkus eingesetzt habe, beträgt sie aktuell ca. 5 Volt. Beim ersten Fahrzeug haben jetzt die Scheinwerfer vom Blinken auf permanentes Leuchten umgeschaltet. Mit den linken Pfeiltasten erfolgt an der Fernbedienung die Fahrzeugauswahl. Jetzt wurde der Krankenwagen vorübergehend deaktiviert und dafür der Polizei-VW-Bus aktiviert. Er lässt sich nun fein dosierbar proportional lenken und mit dem zweiten Steuerknüppel wird die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung variiert. In der unteren Zeile des Displays steht rechts die Fahrzeugnummer, in diesem Fall 02. Insgesamt kann die Fernbedienung auf diese Weise bis zu 15 Fahrzeuge selektieren. Jetzt wechsle ich wieder auf das Fahrzeug 1 und kann dieses steuern.
Mit dem Kippschalter oben links wird zusätzlich das Martinshorn und das Blaulicht aktiviert. Wenn ich nun das Fahrzeug wechsle, wird auch das Martinshorn und Blaulicht des zweiten Fahrzeugs aktiviert. Ich schalte es nochmal kurz aus. Jetzt reicht es aber. 2 Martinshörner gleichzeitig können ganz schön auf die Nerven gehen. Ich schalte das Horn für Fahrzeug 2 wieder aus und wenn ich auf Fahrzeug 1 wechsle, wird auch dieses ausgeschaltet. Als nächstes zeige ich die Programmierung von einigen Fahrzeugparametern. Mit der Funktion REV kann die Richtung der Steuerknüppel für die Lenkung und den Motor umgestellt werden. EPA-ST dient für die individuelle Begrenzung des linken und/oder rechten Lenkausschlags des jeweils vorher ausgewählten Fahrzeugs. Mit EPA-TH kann man die Maximalgeschwindigkeit der Vorwärtsfahrt und/oder Rückwärtsfahrt individuell begrenzen. Mit TRM kann noch die Geradeausfahrt und auch der Ruhepunkt für die Vorwärts-Rückwärtsfahrt in kleinen Schritten angepasst oder getrimmt werden. Eine gute Idee ist schließlich noch die letzte programmierbare Funktion. Sie ermöglicht es den Fahrzeugen auf der Fernsteuerung ein Namenskürzel aus 3 Buchstaben und/oder Ziffern zu geben. Das erste Fahrzeug heißt jetzt mal MAL für Malteser. Nun wechsle ich auf das zweite Fahrzeug und ändere dessen Namen in POL für Polizei. Das braucht zwar etwas Geduld, ich finde aber, dass sich mit Hilfe dieser Kurznamen die Steuerung der Modelle deutlich vereinfacht, weil man jetzt sofort auf dem Display der Fernbedienung sehen kann, mit welchem Fahrzeug man fährt. Jetzt gibt es noch ein paar Probefahrten. Zunächst mal ganz langsam. In den niedrigen Fahrstufen ruckelt es zwar dann etwas, aber ich habe mit einer Stoppuhr gemessen, dass der VW-Bus dann für 10 cm eine volle Minute braucht. Das entspricht maßstäblich umgerechnet lediglich 0,5 km/h. Für die Lenkung braucht man natürlich auch etwas Übung, aber das lernt man relativ schnell. In der Maximalgeschwindigkeit fährt der Bus recht flott. Für 1 Meter braucht er dann nur noch 4 Sekunden. Das entspricht beim Vorbild knapp 80 Stundenkilometer. Durch die einfache Umschaltung auf das zweite Fahrzeug kann man auch schön rangieren oder einparken. Allerdings ist auch hier Fingerspitzengefühl gefragt, damit man den Fahrregler nicht zu schnell bewegt und so wie hier einen kleinen Auffahrunfall verursacht. Nochmal eine kleine Rangierfahrt aus der Nähe.
Und jetzt auch noch zwei etwas flottere Fahrten mit Martinshorn. Noch ein paar Worte zum Fahrverhalten und zum Wendekreis der Fahrzeuge. Die hier getestete Polizei braucht im Gegenuhrzeigersinn inklusive Überstand der vorderen Stoßstange ziemlich genau 18 cm. Im Uhrzeigersinn kommt sie mit 16,5 cm aus. Schade, dass die Antriebsachse etwas unrund läuft, aber das ist vermutlich eine Folge der Großserienfertigung dieser relativ preiswerten Modelle. Nun noch zum Sanitätsfahrzeug. Das braucht im Uhrzeigersinn etwas mehr als 18 cm. Im Gegenuhrzeigersinn ist es leider nicht so genügsam. Da braucht es inklusive seitlichem Überstand der Frontstoßstange einen Durchmesser von 21 cm. Jetzt zeige ich noch, dass der VW-Bus durchaus auch mal eine Rampe hochkommt. Dieser erste Versuch war aber etwas holprig. Gleich kommt der zweite Versuch und da geht es deutlich besser. Allerdings ist die Kante des Gebäudemodells zu steil und hoch. Da schleift dann leider der vordere Bereich des Fahrzeugbodens. Als nächstes folgt ein Härtetest mit einer steilen Rampe, die ich schnell mal aus ein paar Holzdominosteinen und einem 0,35 mm starken Karton zusammengestellt habe. Die Rampe hat einen Winkel von ca. 25 Grad. Das entspricht einer heftigen Steigung von mehr als 46%. Nun wird es spannend, ob und wie der VW-Bus das bewältigt. Denn es ist nirgendwo in der Bedienungsanleitung vermerkt, ob das Modell überhaupt für größere Steigungen ausgelegt ist. Also bergauf hat es problemlos funktioniert. Nun kommt der Wendevorgang, der bei dieser Steigung sehr kritisch sein dürfte, weil das Modell des VW T1 ja einen sehr hohen Schwerpunkt hat. Und jetzt sieht man, dass er deutlich sichtbar ins Rutschen kommt. Das ist auch kein Wunder, weil das Fahrzeuggewicht nur noch wenig auf die angetriebene Hinterachse wirkt und die Steigung von 46% auch sehr extrem ist. Und genau deshalb geht es auch nicht rückwärts bergauf. So, inzwischen habe ich die Rampe etwas umgebaut. Sie hat jetzt einen Winkel von 15 Grad. Das entspricht einer Steigung von knapp 27%. Mit dieser Steigung hat der VW T1 vorwärts und auch rückwärts keine Probleme mehr.
Nun noch eine Rampenfahrt mit der Polizei und mit Martinshorn. Ich komme zum Thema Stromverbrauch. Hierzu habe ich einmal eines der Fahrzeuge auf eine Dauerkreisfahrt mit maximaler Geschwindigkeit geschickt. Allerdings ohne Sirene, weil das doch etwas genervt hätte. Mit frisch aufgeladenem Akku konnte es 55 Minuten lang auf meinem Tisch herumkreisen. Natürlich musste ich dabei aber hin und wieder die Lenkung etwas korrigieren, weil die Fahrzeuge auf ihrer Kreisbahn im Laufe der Zeit schon ein wenig wandern. In der Fernsteuerung habe ich übrigens nach dem Ende des ersten Batteriesatzes Nickel-Metall-Hydrid-Akkus mit einer Kapazität von 1100 mAh verwendet. Und wie vorhin schon mal erwähnt, dauert ein kompletter Ladevorgang für ein Auto etwa 90 Minuten. Zu guter Letzt muss ich jetzt noch einen für mich sehr enttäuschenden Nachteil dieses Kombosets von Carson ansprechen. Eigentlich ist es ja eine wirklich tolle Sache, dass mit der Fernbedienung abwechselnd bis zu 15 Fahrzeuge steuerbar sind. Schade ist jedoch, dass sich an der neuen Fernbedienung mit Digitaldisplay der von mir mal gekaufte Carson VW-Bus mit einer Fernbedienung ohne Display nicht anmelden ließ. Dieses Fernbedienungskonzept mit manuellem Trimregler für die Lenkung ist wohl leider inkompatibel zur neuen Fernbedienung. Laut Rückfrage bei Carson Tamiya funktioniert das derzeit auch nicht mit neuen Fahrzeugen für die normale Fernbedienung. Bleibt nur zu hoffen, dass vielleicht doch irgendwann mal weitere zum neuen System kompatible Fahrzeuge auf den Markt kommen oder gleich ganze Kombosets mit beispielsweise 2 Unimogs oder anderen Fahrzeugen. So, das war's mit meinem Auspackvideo des VW T1 Kombosets von Carson im H0 Modellbahnmaßstab 1:87. Trotz des gerade genannten Nachteils hat mir dieses Set durchaus Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Ihnen mein Video gefallen hat und dass Sie meinen YouTube-Kanal schon abonniert haben. Jetzt sage ich Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.